Hallo Leute, heute erzähle ich Ihnen, wie man ein IQ-Option-Skript für den ehrvergleichenden Handel mit binären Optionen nutzen kann. Ja, Sie haben es richtig verstanden. Das ist es, was Ihnen helfen wird, schon heute einen Gewinn zu erzielen. Sind Sie bereit, die Geheimnisse des ehrvergleichenden Handels zu erfahren? Dann fangen wir an. In diesem Video erzähle ich Ihnen, wie man mit nur einem Indikator Geld verdienen kann. Ich erkläre, wie man den Indikator einstellt, Geschäft macht und worum es bei dieser Strategie überhaupt geht. Bevor ich die Strategie erkläre, sollten wir herausfinden, wie der Indikator gestellt ist und wie er aussieht. Also, in der linken Ecke klicken wir auf Indikatoren. Hier brauchen wir nur einen Indikator zweimal. Wir brauchen den Moving Average. Wir klicken ihn zweimal an und stellen ihn richtig ein. Ich habe bereits 2 Indikatoren hinzugefügt. Jetzt möchte ich Ihnen die Einstellungen zeigen. Die Periode des ersten Indikators ist 11, der Typ ist EMA, die Farbe ist grün und wir klicken auf Speichern. Der zweite Indikator ist derselbe, aber die Periode ist 56, der Typ ist ebenfalls EMA und die Farbe ist rot. Sie können sie genau hier sehen. Rote Linie und grüne Linie auf dem Bildschirm. Jetzt wollen wir herausfinden, was sie bedeuten und wie man den Einstiegspunkt bestimmt. Zunächst einmal sollten wir auf Ihre Schnittpunkte achten. Wie Sie sehen, gab es einen Schnittpunkt hier, etwa hier, hier und einen weiteren hier. Während die grüne Linie die rote Linie kreuzt, ist das unser Einstiegspunkt. Aber um zu verstehen, in welche Richtung wir ein Geschäft machen sollen, nach oben oder nach unten, müssen wir verstehen, wie die Linie die rote Linie kreuzt. Betrachten wir diesen Schnittpunkt als Beispiel. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt, bedeutet das ein Wachstum. Wir machen also ein Geschäft für einen Anstieg. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt, handeln wir einen fallenden Kurs aus. Aber es gibt noch viele andere Nuancen, die ich im Laufe des Gesprächs erläutern werde. In der Praxis werden Sie die Details viel besser verstehen. Also kommen wir also zu den Geschäften. Bevor wir den Handel beginnen, müssen wir die Verfallszeit wählen. Wir werden zwischen 1 und 1,5 Minuten wählen. Die Zeit ist also die kürzeste. Was auch wichtig ist, der Zeitrahmen der Kerze beträgt 15 Sekunden. Warum haben wir genau das getan? Der Grund ist, dass die Signalindikatoren ein wenig zu spät kommen können. Wir gehen also auf Nummer sicher, weil die Situation bei 3 bis 4 Kerzen viel verständlicher ist. Lassen Sie uns ein verständliches Währungspaar öffnen, einen Einstieg finden und ich werde erklären, wie man ein Geschäft machen sollte und wann nicht. Zu einem umfassenden Beispiel. Also hier könnte ein interessanter Einstiegspunkt sein. Sobald sich die Linien kreuzen, wie Sie sehen, ist das bereits geschehen, aber wir müssen warten, bis sich die Kerze beruhigt hat. Eröffnen wir ein Geschäft auf fallende Kurse. Die Kerze hat sich berührt, aber es besteht die Möglichkeit, dass es zu einer kleinen Seitwärtsbewegung kommt, eine kleine Korrektur sozusagen, aber die Grafik wird danach trotzdem nach unten gehen. Wie Sie sehen konnten, gab es vorher ein Wachstum und wir sehen den Schnittpunkt. Die grüne Linie kreuzt die rote Linie, wir können es genau hier sehen. Wir machen also einen Deal für fallende Kurse. Es gibt viele rote Kerzen, also es ist sehr gut möglich, dass unser Geschäft fair vergleicht sein wird. Hier, wir sehen 3 rote Kerzen, jetzt machen wir definitiv einen Deal. Perfekt. Super, wir haben einen Gewinn gemacht. Unser Geschäft war erfolgreich und hat perfekt funktioniert. Jetzt, ich denke, Sie verstehen alles besser, wie das funktioniert. Lassen Sie uns eine noch detaillierte Grafik mit einem Signal finden, damit Sie es wirklich verstehen können. Aber ja, alles war hier perfekt. Also, diese Kreuzung ist erst entstanden, machen wir einen Deal für Fallen. Wir sehen, dass es hier ein Wachstum gab, eine große rote Kerze. Die grüne Linie hat so die rote Linie gekreuzt. Eigentlich sind wir ein bisschen früh eingestiegen, denn als wir das Geschäft abschlossen, hatte die grüne Linie die rote noch nicht gekreuzt. Die Kerze war noch nicht gefestigt. Sie konnte jederzeit nach oben springen und der Schnittpunkt würde nicht eintreten. Es ist also besser, dies nicht zu tun, sondern immer auf einen Schnittpunkt zu warten, wenn sich die Kerze gebildet hat und der Schnittpunkt in der Grafik festgelegt ist. Es ist viel besser.
Ja, das Geschäft war erfolgreich, aber es war ziemlich gefährlich. Lassen Sie mich erklären, warum. Wie Sie sehen, gab es einen großen Rücken mit dieser großen roten Kerze. Daher könnte hier eine kleine Sackwertbewegung als eine Art Korrektur stattgefunden haben. Und erst danach würde der Kurs schnell steigen oder fallen. Aber wir haben Glück gehabt. Glück ist manchmal auch ein Faktor auf dem Markt und unser Geschäft schließt mit Gewinn ab. Aber solche Situationen sind ziemlich riskant. Ich würde gerne ein Beispiel für eine Situation finden, in der man niemals sein Geschäft abschließen sollte. Denn manchmal kommt es vor, dass die grüne Linie kreuzt sehr oft, weil man manchmal mit solchen Situationen wie diese konfrontiert wird. Schau mal, es gibt so viele Kreuzungen, 1, 2, 3 Kreuzungen in einer sehr großen Zeitspanne. Das ist eine Seitwärtsbewegung. Hier können wir meistens nur unser Geld verlieren, anstatt es zu verdienen. Wenn solche Überschneidungen entstehen aufgrund der Volatilität und weil sich der Kurs in einer Seitwärtsbewegung befinden, ist es also gefährlich einzusteigen und es ist besser auf ein Kurswachstum und einen ordentlichen Rücken zu warten, so wie hier. Der Kurs steigt und fehlt dann, in solchen Fällen werden wir verdienen. Aber unser Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen, also es ist erstaunlich, weiter geht's. Die große rote zuversichtliche Kerze hat sich während einer fallenden Bewegung niedergelassen. Wir sehen eine große Wende zurück nach oben, aber wir haben das Geschäft ziemlich noch gemacht. Also hoffe ich, dass es im gewünscht ist, den wir sehen riesige Rollbacks, einen großen Schatten der Kerze. Der Preis könnte noch weiter fallen. Unser Indikator spielt hier eine große Rolle. Wir sehen genau hier einen Schnittpunkt, durchaus möglich. Früher gab es ein Wachstum, wie wir sehen. Es gab ein Wachstum, jetzt sehen wir einen Schnittpunkt. Hoffentlich schließt das Geschäft mit Gewinn ab, obwohl wir wie ich in dem vorherigen Fall sagte, auf solche großen Kerzen folgt normalerweise eine kleine Korrektur. Das ist also ziemlich riskant. Aber ich hoffe, dass wir nicht zu spät dran waren und es uns gelingt, ein wenig mit dem Trend zu handeln. Lasst uns beobachten. Erstaunlich, alles hat wunderbar funktioniert. Das Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen. Wir haben bereits 3 oder 4 erfolgreiche Geschäfte hintereinander gemacht. Der Preis geht tatsächlich nach unten. Wir haben das Signal die Kreuzung erfolgreich fixiert. Wunderbar. Weiter geht's. Auch diese Situation ist sehr interessant. Schauen wir mal. Ich denke, wir können eine Deal für das Fallen machen, obwohl wir schon ein bisschen spät dran sind. Aber das ist schon okay. Hier ist eine Kreuzung. Ja, wie wir sehen, würde das Geschäft wahrscheinlich scheitern. Aber das liegt daran, dass wir zu spät eingestiegen sind. Wären wir rechtzeitig eingestiegen, wäre alles anders gekommen. Ich verdopple den Betrag für das nächste Geschäft und wir handeln nach der Strategie. Keine Hektik mehr. Machen wir ein Geschäft, um aufzusteigen. Es gibt eine schöne Kreuzung. Insgesamt sehen wir einen ordentlichen Durchbruch nach oben. Wir hatten im Grunde genommen rechts. Allerdings ist der Deal noch im Gange. Ich hätte wohl besser auf die Vierfachzeit achten sollten. Man sollte sie im Auge behalten, denn wenn man eine Fehler macht und eine zu lange Zeit einstellt, kann es passieren, dass man den Gewinn verpasst. So wie es bei mir passiert ist. Das Geschäft hätte vor etwa einer halben Minute geschlossen werden müssen, aber weil ich es anfangs nicht überprüft habe, machen Sie diesen Fehler nicht. Soweit ich weiß, dauert es noch etwa 10 Minuten oder so, bis das Geschäft abgeschlossen ist. Das ist natürlich zu lang, aber hoffen wir, dass es mit Gewinn abgeschlossen wird und der Preis bis dahin weit von unserem Einstiegspunkt antreffend ist. Und wie wir sehen, wurde unser Geschäft erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen. Unsere Strategie hat perfekt funktioniert. Übrigens, wenn Sie noch mehr nützliche Informationen über Handels- und Gewinnmethode erhalten wollen, herzlich willkommen in meinem Telegram-Kanal über den Link in der Beschreibung. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.